starte hier einfach mal durch. Ich habe hier so einen ganz schönen Stein und der hat so tolle Linien hier drin und auch die Farbe mag ich total gerne. Und das inspiriert mich jetzt, also auch die andere Seite hier. Das kann man sich erstmal angucken und wirken lassen und gucken, was für Formen man darin entdeckt. Jetzt will ich diese Inspiration nochmal aufgreifen. Also diese Steine, die ich da gesehen habe und Linien vor allen Dingen, die hatten es mir sehr angetan. Also ich hatte eine wunderschöne Wanderung da gemacht und das ist noch so im Gedächtnis. Ja, jetzt bin ich schon wieder im Urlaub. Also es ist ja immer so das Schöne an der Malerei. So da auch so die Erinnerungen rauszuholen und ja, wieder aufleben zu lassen. Ja, darüber finde ich jetzt halt auch einen guten Zugang zu mir. Also ich kann mich jetzt hier so langsam einfinden auf der Leinwand. Und auf der anderen Seite stört es mich gleich schon wieder. Also ich brauche das ein bisschen abstrakter. Das ist mir so schon zu gegenständlich. Sonst halte ich mich auch viel zu doll an meiner Zeichnung. Also ich muss die noch ein bisschen wieder zerstören. Jetzt habe ich hier gleichzeitig Pigmente selber gemacht. Also das kannst du gut mal ebenso machen. Da habe ich dir auch schon einige Videos gezeigt. Und genau das hier, das inspiriert mich. Also diese ganzen Krümel und Punkte, die kann ich jetzt zu Linien machen. Und zwar über dieses tolle Werkzeug. Also der Wischer hier aus dem Haushalt. Der ist einfach ja sehr gut. Ja, und das macht Spaß. Also es ist so schön jetzt hier, was jetzt hier so entsteht. Wirklich was Gegenstandsloses, was Abstraktes. Also das beflügelt einfach auch jetzt hier so meine Fantasie. Ja, jetzt überlege ich, wie geht es jetzt weiter, ne? Wow, gute Entscheidung. Wow, dieser Farbkontrast sieht toll aus. Also hier die Farbe, wie schön die ist. So sommerlich. Zu dem Schwarz, toller Kontrast. Ja, erstmal Werkzeug sauber machen. Also ich habe gerade überlegt, nee, wenn ich da jetzt direkt drüber gehen würde, dann wäre ja alles wieder vergraut. Und jetzt brauche ich natürlich diesen schönen leuchtenden Farbton. Deswegen arbeite ich ganz, ganz leicht hier nur so. Jetzt kann ich hier auch gleich noch mit dem Tuch ein bisschen Farbe wegnehmen und darüber auch wieder tolle neue Muster reinbringen. Also so schöne Effekte über das Tuch. Das mag ich auch immer ganz gerne. Oder auch so weiche Übergänge schaffen. Also richtig schöne Effekte hier. Ja, das Bild gefällt mir so schon gut. Also nur diese zwei Farben kann man echt ganz schnell ein Kunstwerk erstellen. Jetzt siehst du auch, wie ich hier die Farbe verdünne. Noch ein bisschen rühren. Jetzt einfach aufkippen, mutig sein. Wow, sieht auch toll aus wieder. Also hier kann ich jetzt auch erstmal zugucken, weil es einfach so schön ist. Oder auch erstmal das Werkzeug so wieder sauber machen. Das ist ja auch echt immer wieder wichtig.
ist ein wirklich schönes Grün. Aber ein bisschen Türkis kann da natürlich noch dazu hier. Wie schön, das erinnert mich jetzt voll an meinen Urlaub. Die schönen Wiesen und alles. Steine. Mit dem Pinsel kann ich hier natürlich auch nochmal drüber arbeiten und jetzt hier auch nochmal die Farben noch mehr miteinander vermischen. Das ergibt wieder viele neue Nuancen. Jetzt will ich hier nochmal meine Inspiration ausprobieren, also mit dem Stein hier nochmal Linien reinbringen, so abstrakte Formen. Hier noch so ein schönes, natürliches Werkzeug mal wieder. Also ich finde diese natürlichen Werkzeuge immer ja, einfach toll. Damit kann man einfach ganz leicht abstrakt malen. Also die unterstützen dich einfach auch dabei, abstrakt zu bleiben oder gegenstandslos. Ich schaffe hier gleich noch eine Textur, weil ja einfach das Werkzeug auch wieder hier Blätter verliert. Auch etwas blau. Ich will einfach noch malen. Also eigentlich sieht es so schon toll aus, kann man auch so lassen. Aber ich will einfach noch weiter malen, weil es so schön ist. Nicht das Werkzeug? Nee. Ich mische hier mit dem tollen kleinen Mitbringsel die Farben auf der Leinwand. Also da siehst du mal wieder, wie einfach das geht. Ach, jetzt liegen hier diese abgebrochenen Stücke auf der Fläche. Farbton inspiriert mich, also den nehme ich doch gleich. So kriegt man hier selber seine Inspiration über dem, was einfach da ist. Also ein schöner weißer Sandstrand oder sandfarbenen Sandstrand ist es ja eher. Das ist auch schön. Und die Sonne scheint und die Tür ist auf und man kann jetzt schon so fast wie draußen malen. Und ja, ich war auch wieder draußen. Also ich war wieder am Strand, bin über die Wiesen gelaufen und ja, habe das alles nochmal wieder aufleben lassen. Und das gibt die Malerei auch einfach her. Und das ist so das Schöne an der Malerei. Und du kannst
einfach in deine Welt abtauchen, in deine Innerste, das aufblühen lassen und ja, einfach mal, hier klebt noch was dran, also ja, es ist einfach schön. Also ich hoffe, du greifst jetzt auch einfach zu deinen Farben, mach einfach, einfach machen. Unser Motto, ja, ja, die Markise musste ich runterfahren, weil sonst kann ich hier gar nicht filmen, aber die kommt jetzt wieder hoch. Immer wenn ich jetzt mein Bild mir anschaue, dann denke ich wieder an den Urlaub und all das taucht wieder auf. Und das finde ich immer so schön, wie man das alles auf der Leinwand auch ja, reinbringen kann, wieder rausholen kann. Also das ist immer eine tolle Möglichkeit. Und die Techniken, also auch die Farben mischen, welche Farben brauche ich überhaupt erstmal, wenn ich anfange und wie geht das mit der Auskratztechnik, wie kann ich Ideen entwickeln, all das ist in dem Grundkurs drin. Also wenn du Anfänger bist, dann schau mal unter das Video, da habe ich einen ganz hilfreichen Kurs bei mir auf meiner Webseite. Da schau einfach mal hin. Jetzt greif zu deinen Farben, tauche ab, finde zu dir selbst, tanke wieder Energie vor allen Dingen, tanke Farben, mach die Welt ein bisschen bunter. Die ist grau genug um uns herum. Also ja, tanke wieder Energie. Schön, dass du hier bist. Danke fürs Zuhören. Danke für dein Like. Danke für dein Abo. Danke für deinen tollen Kommentar. Ich freue mich immer. Mach's gut. Tschüss.